Hallo auch von meiner Seite. Mein Name ist Jascha. Wie eingangs schon erwähnt, ich arbeite auch hier in einem Unternehmen im Marfinex bei der OSapiens. Und ich habe ehrlich gesagt wenig vorbereitet, auch weil ich selber gespannt bin, welche Teilnehmergruppe denn heute hier so vertreten ist. Ich werde entsprechend probieren, möglichst individuell auf euch heute einzugehen und hoffe, dass ihr einfach mitten in meinem Vortrag auch einfach Fragen stellt. Und bevor ich zu den Themen komme, die ich heute ein bisschen vorstellen möchte, von meiner Seite auch nochmal eine Frage, welche Vorerfahrungen ihr denn habt. Denn ich war mir jetzt nicht sicher, habt ihr jetzt React-Erfahrung oder seid ihr nur wegen Donuts hier? Und vielleicht können mal die Hand heben, die gar nichts mit Frontend zu tun haben. Oder ist zumindest jeder hier im Raum irgendwie mit Frontend-Technologie verbunden, sei es Entwicklung oder Design? Und wie viele von euch arbeiten mit React? Okay, dann bin ich hier schon mal gar nicht so falsch. Wie würdet ihr denn selber euer Erfahrungslevel einschätzen? Arbeitet ihr schon mehr als 5 Jahre mit React? Mehr als 3 Jahre? Mehr als 1 Jahr? Ihr wollt gerade frisch mit React anfangen? Gut, dann haben wir alles dabei. Dann wird bestenfalls einigen von euch hier ein bisschen Wissen mitgegeben. Vielleicht sind genügend Experten hier dabei, die auch mir heute noch was beibringen können. Ich würde mich über alles freuen. In einer halben Stunde lässt sich entsprechend jetzt nicht viel erzählen. Ich werde nicht live programmieren, aber ich habe nur sehr wenig Folien dabei und möchte möglichst viel aus meiner Erfahrung erzählen, aus Entscheidungen, die wir in vergangenen Projekten getroffen haben und aus welchen Situationen heraus ich hier überhaupt welche Empfehlungen auch abgeben möchte. Daher jetzt ein kurzer Hintergrund zu mir. Ich war nicht immer bei der OSapiens. Tatsächlich hat mein Weg vor 12 Jahren bei der SAP gestartet. Habe, glaube ich, insgesamt 7 Jahre bei der SAP verbracht, bevor ich auch hier im Marfinex ein eigenes Unternehmen hatte. Damals haben wir auch React-Anwendungen gebaut und seit eh und je, schon von Beginn an seit der SAP-Zeit, bin ich eigentlich auch nur im Enterprise-Umfeld tätig. Sprich, auch die Software, die ich baue, die richtet sich an große Unternehmen. Und wer damit schon mal konfrontiert wurde, der stellt fest, dass selbst wenn man einen kleinen MVP an einem Kunden verkaufen möchte, dass selbst dann die Anforderungen sehr hoch sind, schon die erste Version barrierefrei sein soll, die erste Version internationalisierbar sein soll und die Eintrittsbarriere in die Softwareprodukte für große Konzerne oft sehr hoch liegt. Und aus dieser Motivation habe ich mir überlegt, welche Themen ich heute auch vorstelle. Zuletzt, bevor es dann wirklich losgeht, 2 Folien zur OSapiens, damit ihr auch den Hintergrund des Projektes auch versteht, an dessen ich nachher ein paar Beispiele auch zeigen möchte. Wir bei OSapiens, gut, ich glaube, die Folie ist weniger interessant, ja, Startup groß gewachsen, aber wir haben ein Lösungsangebot, was sich sehr stark um die Lieferkette orientiert. Bei uns werden verschiedene Lösungen gebaut, von Track and Trace über das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, die Lösung, an der ich nachher die Beispiele zeigen werde, bis hin zu Lösungen, die sich direkt an den Endverbraucher wenden. Aber alle Lösungen richten sich am Ende darum, wie man die Lieferkette transparenter, sicherer und automatisierter gestalten kann. Also, ihr habt in dem Text, mit dem der Talk angekündigt wurde, wahrscheinlich schon gesehen, welche Punkte ich darstellen will. Es geht einmal um Internationalisierung, Barrierefreiheit, Personalisierbarkeit, aber auch dann die Wartbarkeit und Erweiterbarkeit der eigenen
des eigenen Softwareprojektes. Alles möglichst aus einem pragmatischen Blickwinkel betrachtet, wo ich hoffe, gleich so ein paar Aha-Effekte vielleicht auch hervorrufen zu können. Wer vielleicht nochmal zurückgefragt, hat denn Erfahrungen mit Angular oder Vue? Ah ja, super. Und wer davon mit Angular? Vielleicht kennen dann nämlich viele von euch diese Probleme gar nicht. Also in der React-Welt, ich habe auch mit einigen anderen Frameworks gearbeitet, aber in der React-Welt stößt man sehr früh auf die Herausforderung, mit welchen zusätzlichen Bibliotheken man arbeiten möchte, um bestimmte Funktionen umzusetzen. Teilweise kann man genauso viel Zeit mit der Entscheidungsfindung verbringen, wie mit der Implementierung selbst. Und das macht es anfangs oft nicht so einfach, welchen Weg man jetzt gehen möchte, welche Bibliothek, welches Framework man verwenden möchte. Und dahingehend richten sich hier jetzt so ein paar Erfahrungen. Ich verlasse entsprechend schon die Präsentation und will zuerst einmal in den Punkt Internationalisierung reinschauen. Das ist, was wir jetzt hier sehen, ein Codeprojekt zu unserer Lösung für das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Und wenn wir uns mal ganz grob anschauen, wie das Ganze ausschaut, wenn ich das Projekt gestartet habe, dann seht ihr entsprechend eine Oberfläche mit verschiedenen Bildschirmbereichen. Alles ist als eine Single-Page-Application entworfen. Sprich, wir haben jetzt hier kein Server-Side-Rendering mit Next.js, sondern eine Anwendung, die zwar bestimmte Bildbereiche dynamisch nachlädt, aber die im Kern an einen Endpunkt aufgerufen wird und hier entsprechend die unterschiedlichen Funktionalitäten der Software abbildet. Das ist aber nicht Inhalt des Vortrags heute, sondern wir gucken uns als erstes an, wie hier Internationalisierung umgesetzt ist. Im Prinzip, Internationalisierung bedeutet, wir möchten unsere Oberfläche mehrsprachig zur Verfügung stellen. Das betrifft letztendlich 3 Kategorien von Texten. Die eine Kategorie von Texten, und das ist die Kategorie, die für die Entwickler am wichtigsten ist, das sind die Texte, die als UI-Labels Buttons beschreiben, Textfelder beschreiben, Titel befassen. Und diese Texte, und das kennt ihr wahrscheinlich aus vielen anderen Frameworks, werden oft in i18n JSON-Dateien festgehalten, sprich für jede Sprache, die man zur Verfügung stellen will, hat man eine JSON-Datei im Projekt, in der die Schlüsselwertpaare enthalten sind, um innerhalb des Codes dann einen einzelnen Schlüssel zu einem Text aufzulösen, und wechselt der Benutzer dann die Sprache, dann werden entsprechend im Hintergrund die UI-Texte ausgetauscht und alles wird entsprechend in Deutsch oder dann halt in Englisch dargestellt. Wer einmal eine gewisse Größe in einem Projekt erreicht hat, der stößt aber auch mit diesem Konzept auf erste Herausforderungen. Eine der Herausforderungen, die wir hier insbesondere hatten, ist, dass die meisten Boilerplates vorsehen, dass es eine große i18n JSON-Datei für das gesamte Projekt gibt. Sprich, ich hätte jetzt hier eine Datei und über die Jahre sammeln sich dann hier so an die Tausenden von Texten und man fängt irgendwann mal an, sich eigene Tools zu bauen, welche Texte überhaupt noch verwendet werden, denn jeder Text, der hinzugefügt wird, verursacht auch viel Aufwand, da Übersetzer auch zuständig sind, diese dann zu übersetzen, zu überprüfen. Das alles zu warten kann sehr viel Zeit kosten. Das zweite Problem ist, irgendwann soll ein zweites Projekt mal entworfen werden und dann fangt ihr an, Komponenten oder Seiten aus eurem existierenden Projekt heraus zu kopieren, woanders wieder zu verwenden und bemerkt, ihr habt sehr, sehr viele Abhängigkeiten durchs ganze Projekt hinweg. Eine dieser Abhängigkeiten sind Texte. Sprich, es ist fast unmöglich, dann die einzelnen Texte wieder rauszusuchen und sich eine neue JSON-Datei rauszukopieren. Oft resigniert man und baut die Komponente erneut.
Ein Lösungsansatz, der bei uns sich sehr gut etabliert hat, ist, dass wir die Texte, die wirklich überall in der Anwendung erreichbar sind, wirklich, wie ihr hier seht, mit weniger als 200 wirklich sehr wenig sind, sondern wir probieren, das Konzept Modularisierung wirklich auf die Spitze zu treiben. Sprich, jede Anwendung, jede Seite, jeder einzelne Screen in der Anwendung, aber auch jede einzelne Komponente behält für sich selber die Texte, die sie braucht. Sprich, hier hat jetzt jede einzelne Komponente losgelöst von dem Rest der Anwendung die Texte gepflegt, damit trotzdem die Sprachverwaltung möglich ist es wichtig, hier jeder einzelnen Komponente, jedem einzelnen Text einen einheitlichen Namensraum zu vergeben und das einzige Stückchen Code, was notwendig war, um dann diese modularen Texte zum Laufen zu bekommen, ist ein kleiner Custom Hook, den wir geschrieben haben, der dafür zuständig ist, über den Namensraum dann den entsprechenden Text zu laden und wenn sich die Sprache im Hintergrund ändert, entsprechend die neuen Texte zu laden. Und dieser Hook, der arbeitet entsprechend wieder mit den Hausmitteln von React und React i18n Next. Es freut mich, ein paar im Publikum zu sehen, die auch nicken und die anscheinend diesen Schmerz in der Vergangenheit auch schon mal mitgespürt haben. Das ist also Learning Nummer 1 zum Thema Internationalisierung. Es lohnt sich auch, UI-Texte zu modularisieren und nicht alle in eine Datei zu schreiben. Ja? Ja, Frage. Das Vorgehen ist super sinnvoll. Habt ihr dazu irgendwie einen Blogartikel oder so veröffentlicht mit einem kleinen Power-Tool, das wir exekutieren können? Die E-Mail-Adresse von mir kann im Nachgang des Talks gerne geteilt werden. Nein, haben wir leider nicht. Ich glaube, allgemein unser Beitrag zur Open-Source-Welt ist noch sehr ausbaufähig. Wir haben einige Initiativen im Gange, wie auch, dass wir unsere eigenen Custom-Komponenten als Bibliothek bereitstellen wollen. Wir stehen da aber tatsächlich am Anfang, da ist der Fokus der Produkt- und Feature-Lieferung doch in der Priorität etwas höher, als der Open-Source-Welt etwas zurückzugeben, auch wenn eigentlich mein Herz sehr dafür spricht, der Open-Source-Community genau das zurückgegeben, was wir von ihr genommen haben. Also ganz im Ernst, all diese Projekte hier würden nicht funktionieren, würden wir nicht auf Open-Source-Software aufbauen. Ja? Wenn man jetzt sehr viele Komponenten auf einem Screen hat, also unterschiedliche Komponenten, dann lädt ihr auch sehr viele unterschiedliche Teile runter. Hat das Performance-Impact? Nein. Man muss ja bedenken, zur Bauzeit ist Webpack dafür verantwortlich. Wir können uns hier vielleicht auch einen kleinen Mechanismus anschauen. Wenn wir uns jetzt hier diese Komponente angucken, sehen wir, dass standardmäßig der englische Text importiert wird. Das heißt, alle englischen Texte, die sind im fertigen Main-Chunk, was mit der Index.html geladen wird, schon enthalten. Wenn ich jetzt die Sprache nachträglich wechsle, dann wird ein Import durchgeführt. Und der Import wird in Webpack so behandelt, dass dann die Dateien dynamisch nachgeladen werden. Sprich, das initiale Laden ist genauso schnell, als würde man zuvor auch mit Internationalisierungstexten arbeiten. Da nimmt Webpack einem die Arbeit ab, dort alle Texte schon in den Chunk mit einzubauen. Würde ich aber jetzt hier die Sprache wechseln, dafür müsste ich einmal die Seite neu laden, dann würdet ihr im Network-Tab sehen, dass nachträglich alle alle deutschen Textdateien dann nochmal nachgeladen werden. Genau. Vielleicht sehen wir das hier sogar noch einmal. Ich glaube, du hast die Sprache noch nicht gespeichert. Das macht nichts. Wenn ich jetzt auf Deutsch gehe, dann sehen wir hier die Chunks, die für die deutsche Sprache jetzt zuständig sind. Sieht man die Anwendung erst kurz auf Englisch? Würde ich mich jetzt als Benutzer in Deutsch anmelden, dann würde jetzt das in der Tat der Fall sein, dass zuerst natürlich nur die deutschen Texte geladen sind. Das ist halt so ein bisschen dann auch die strategische Entscheidung. Was ist so wahrscheinlich die meistverbreitete Default-Sprache? Die backe ich in meinen Code ein.
Und wenn der Benutzer dann in einer anderen Sprache angemeldet ist, werden die halt nach dem initialen Laden erst geladen. Genau. Ein kleiner zweiter Ausblick, um das Thema Internationalisierung nochmal aufs zweite Level zu heben, ist einen Internationalisierungsservice zu verwenden. Und da verwenden wir bei uns Locais App. Also ich bin auch ein großer Fan davon, für Open Source Software Geld auszugeben, wenn sie bestimmte Features bereitstellen. Ich glaube, der Satz wird nachher noch öfters fallen. Zum einen tut man diesen Projektteams etwas Gutes und man spart sich wirklich viel Arbeit und bekommt auch den entsprechenden Support, wenn man wirklich Probleme hat oder auch zuverlässige Open-Source-Komponenten dann verwenden möchte. Also, was nimmt mir hier Localize App denn an Arbeit ab? Ich glaube, auch dieser Anbieter ist einer von vielen. Er wurde aber von React i18n explizit empfohlen. Deswegen haben wir uns nicht groß mit der Analyse von anderen Tools auseinandergesetzt, sondern sind wir auf den erstbesten Anbieter dann zurückgekommen. Und letztendlich verwenden wir aktuell Localize in einem Modus, um unsere Anwendung, immer wenn sie gebaut wird, mit diesem Service zu synchronisieren. Und Locais weist mich darauf hin, welche Texte neu hinzugekommen sind, welche Texte sich verändert haben, welche Texte nicht mehr vorhanden sind und nimmt vor allem den Entwicklern den Arbeit ab, Schmerz Nummer 2, auf alle Anfragen zu reagieren, wenn irgendwelche UI-Labels geändert werden. Denn das möchte ich als Entwickler eigentlich nicht mehr selber machen und immer einen neuen Pull-Request erstellen, nur weil ich jetzt gerade ein Label geändert habe, sondern das darf der Business Owner oder der Project Manager doch gerne selber machen. Und das kann er auch, wenn man die Texte nochmal in einem separaten Programm verwaltet. Das kann man sich auch gut selber bauen. Es gibt auch Open-Source-Software, die man entsprechend verwenden kann, um genau die Textverwaltung von UI-Texten auch selber zu handhaben. Diese Open-Source-Software aber dann zu deployen, ist auch wieder Aufwand und wir haben letztendlich dann festgestellt, gut, die paar Euro im Monat, die sind es wert. Und das ist immer wieder ein Fazit, was wir ziehen, dass das Geld, was man in kleine Open-Source-Software investiert, sich am Ende tatsächlich wirklich rentiert und man Software nicht erneut warten muss oder selber halt ansonsten auch Ressourcen bereitstellen muss, um diese Open-Source-Software auch zu pflegen und zu warten. Eine Funktion verwenden wir nicht, die Locais hier anwendet. Man kann nämlich langfristig auch das Laden der UI-Texte auslagern. Dann werden diese Texte nicht mehr eingebacken in den Chunk und auch nicht mehr dynamisch nachgeladen, sondern von Beginn an von CDN-Servern von locais.com geladen. Sprich, egal in welcher Sprache ich als Benutzer angemeldet bin, die Texte werden immer im Anschluss geladen, hat aber den Vorteil, dass ich das Projekt nicht erneut bauen muss, wenn ich UI-Texte ändere. Sprich, wenn ich jetzt vor einer Kundendemo sagen möchte, es wäre nett, wenn es nicht Unternehmen, sondern Geschäftspartner überall in der Anwendung heißt, dann sind es für mich 3 Klicks, um diesen Text überall in der Anwendung zu ändern. Und die Anwendung, die muss nicht neu gebaut, nicht neu deployed werden, sondern kann unmittelbar auf die neuen Texte zugreifen. Dafür hat React i18n auch einen eigenen Modus, das nennt sich dann i18n Backend und dann wird halt entsprechend ein CDN-Service verwendet. So, ich muss aufpassen, dass ich in der Zeit bleibe. Ich würde nämlich jetzt zum nächsten Punkt kommen, Barrierefreiheit. Der Punkt Barrierefreiheit, der kann extrem viel Arbeit bedeuten, wenn man insbesondere UI-Komponenten selber baut. Ich hatte in meiner letzten Firma insbesondere eine Anwendung für Mitarbeiterfeedback gebaut. Einer unserer Kunden war SAP und entsprechend waren dort die Anforderungen sehr hoch. Es war wichtig, dass alle Mitarbeitenden, alle Endanwender entsprechend, egal mit welchem Barrieregrad,
kompletten Zugang mit allen Textreadern auf diese Anwendung haben. Personalisierung schließt eigentlich unmittelbar daran an. Personalisierung, was verstehe ich darunter? Ich verstehe darunter, dass ich die Anwendung, wenn ich sie erneut betrete, so vorfinde, wie ich sie verlassen habe. Bedeutet, wenn ich beispielsweise eine Tabelle habe, in der ich Spalten in der Reihenfolge verändere, in der ich die Sortierung verändere und danach die Anwendung verlasse und wieder erneut betrete, dann möchte ich, dass diese Einstellungen erneut wieder vorgefunden sind. Nichts ist nerviger, als wenn man ein tolles Tool hat, aber immer wieder mehrere Minuten an Rüstzeit hat, bevor man wieder sie so bedienen kann, wie man sie eigentlich bedienen möchte. Wie ihr seht, hat das hier funktioniert. 90% der Arbeit nimmt mir hier aber auch eine sehr gute UI-Komponentenbibliothek ab. In dem Fall verwenden wir auch die Professional-Variante von Material UI. Die ist vielleicht für einzelne Entwickler relativ teuer. Sie ist aber insbesondere, wenn man in größeren Teams arbeitet, bei einem Pricing von 10 Mitarbeitern gekappt. Also ich breche jetzt hier nicht, weil ich Werbung irgendwie machen will oder Geld verdiene, sondern weil ich selber davon überzeugt bin, dass es sehr viel Arbeit und Entwicklungsarbeit abnimmt, wenn man im Vorfeld auf die Komponenten zugreift, die entsprechend Features wie Spalten, Drag and Drop, Multisortierung auf mehreren Spalten, Filtern oder sonst was unterstützen, halt direkt von dem Anbieter verwendet, der auch den Rest der UI-Komponentenbibliothek pflegt. Wir hatten anfangs den Versuch gewagt, auf das Geld zu verzichten und alles selber zu bauen. Das funktioniert. Wir haben aber genauso viel Zeit investiert, selbst die Komponentenbibliothek zu erweitern, wie Zeit in die Feature-Entwicklung zu stecken. Und als wir dann den Beschluss gefasst haben, das Geld in die Hand zu nehmen, hat sich sehr schnell gezeigt, dass es sich rentiert. Was also jetzt hier im Hintergrund passiert, ist eigentlich nur, dass wir uns einen eigenen Personalisierungsservice geschrieben haben. Sprich, wenn ich jetzt hier eine Spalte verschiebe, seht ihr hier einen Backend-Request, der gemacht wird und der schickt im Payload nichts anderes mit, als zu meinem User mitzugeben, für welchen Screen ich gerade welche Einstellungen im Hintergrund durchgeführt habe. Dort werden die Reihenfolge der Spalten, die aktuelle Sortierung, aktuell ausgewählte Filter festgehalten. Die werden beim Anwendungsstart geladen. Auch das lässt sich sehr gut in Hooks packen. Der Backend-Service, der kann sehr generisch sein. Dort speichern wir einfach ein JSON in ein Stringfeld und lesen das wieder aus, parsen es und wenden es an. Und letztendlich gibt es auch hier für uns einen Hook. Und dieser Hook, der bietet mir entsprechend alle Möglichkeiten, um dann für einen Screen alle Einstellungen zu speichern, die ich speichern will. Also Fazit, die Verwendung von Hooks nimmt euch sehr viel Arbeit ab und ermöglicht es euch, Patterns, die einmal gut funktionieren, in sehr vielen Screen-Bereichen oder in sehr vielen Komponenten wiederzuverwenden. So, zu ganz letzt möchte ich noch etwas auf Wartbarkeit und Erweiterbarkeit eingehen. Hier vielleicht greife ich nochmal auf den Punkt Internationalisierung zurück. Dort habe ich schon gesagt, wir empfehlen sehr oder ich empfehle sehr, auch UI-Texte in den Komponenten direkt zu speichern und nicht in einer zentralen Datei. Letztendlich bezieht sich dieses Fazit auf fast alle Assets in eurem Projekt. In vielen Boilerplates, auch in noch sehr vielen aktuellen Boilerplates, gibt es noch ein sehr etabliertes Muster, wie man eine Projektstruktur aufbaut. Und die sieht darin aus, alle Styles-Dateien in einen Style-Ordner, alle Types-Dateien in einen Types-Ordner und alle Assets in den Ordner ablegen, zu dessen Asset-Typ sie gehören. Was aber den Aufwand dann sehr groß macht, wenn ihr anfängt, eine einzelne Komponente mal zu kopieren und woanders wieder zu verwenden. Und sobald man sich eigentlich mal damit beschäftigt, wie baut man eine eigene Komponentenbibliothek auch selber aus, also auch wir
bauen Custom-Komponenten. Dort, wo uns Material UI entsprechend nicht genügend Komponenten bietet, bauen wir unsere eigenen dazu. Und auch dort lernt man, es macht viel Sinn, eine einzelne Komponente mit allen Ressourcen, die sie benötigt. Dazu zählen Bilder, UI-Texte, vielleicht auch Mock-Daten in einen zentralen Ordner zu packen. Sprich, wenn wir uns hier eine Komponente anschauen, dann sehen wir, dass alle Ressourcen, die diese Komponente selber benötigt, hier bereits in der Komponente enthalten sind. In dem Fall sind es hier nur die Texte. In anderen komplexeren Komponenten sind es zum Beispiel wieder Subkomponenten, Utils-Methoden, alles Punkte, die möglichst nur innerhalb dieses Moduls verwendet werden. Wir haben für uns auch die Erfahrung gemacht, dass wir es im Zweifel eher sogar tolerieren, auch mal eine Funktion doppelt zu haben, dafür jedoch es aber viel einfacher zu haben, eine Komponente später wiederzuverwenden, in anderen Projekten einzelne Screens wiederzuverwenden. Und erst wenn ein bestimmtes Code-Schnipsel wirklich vermehrt im Projekt verwendet wird, dann macht man daraus einen Hook oder eine globale Utils-Methode, die dann wirklich überall zur Verfügung steht. Aber im ersten Schritt probieren, nichts zu overengineeren, sondern eher Code-redundant zu verwenden. Das hat bei uns, was die Erweiterbarkeit, die Skalierbarkeit des Projektes im Ganzen angeht, bei uns sehr positive Erfahrungen gemacht. Ich glaube, ich könnte hier gut noch eine halbe Stunde weiterreden über Entscheidungen, die wir in der Vergangenheit getroffen haben und wo ich glaube, die macht es Sinn, sich zu Herzen zu nehmen für die eigenen Projekte, egal ob sie sehr klein sind, einfach mit dem Gedanken, dieses Projekt kann mal sehr groß werden und erst ab einer bestimmten Größe läuft man in Schwierigkeiten, in Hürden, in Herausforderungen rein, die man im kleinen Projekt noch nicht gesehen hat. Abschließend habe ich nur einmal jetzt gesagt, oder? Ja, auch wir suchen natürlich nach Entwicklern, aber ich glaube, dass Marfinex, das ist allgemein als Standort zu empfehlen. Ich kann mir vorstellen, dass viele von euch hier im Publikum im Marfinex tätig sind und ich glaube, ohne dann jetzt nur für uns Werbung zu machen, schaut euch gerne mal alle Unternehmen hier im Marfinex an. Hier sind wirklich viele tolle junge Unternehmen dabei und die arbeiten alle an sehr spannenden Strategien und an sehr spannenden Technologien. Und im Marfinex hat man so tolle Events wie diese hier. Ich bin gerade mal 5 Minuten rübergelaufen, kann nachher wieder 5 Minuten zurücklaufen. Das lohnt sich wirklich sehr, das Marfinex als zukünftigen Arbeitsplatz auszusuchen. Und damit gebe ich wieder an dich ab, Andi.